Ist das hier noch Drogeriemarkt? Ist das noch ein Drogerieduft? Etc. pp. Das möchte ich euch heute mal erzählen. Ja, Kraftstoff von Rammstein. Der 100. Flenker. Also ich fand's ja geil am Anfang. Ich bin immer noch natürlich Rammstein-Fan und Rammstein der ersten Stunde. Aber inzwischen ist das Duft Nummer 28, 29, 30. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich habe alle. Ich müsste bald mal durchziehen, wie wir sind. Ich glaube 28, 29. Und dann sind da noch zwei Damendüfte aus dieser Reihe gekommen. Und ihr wisst ja, diese Reihe gefällt mir wirklich gut. Und ich habe ihn gerochen und ihr seht am Titel und so weiter, ist das noch wirklich Drogerie? Das möchte ich euch jetzt erzählen und jetzt holen wir den Kraftstoff mal raus. Die gute UVP in dieser Dose gefällt mir. Es ist auch stabil fest drin. Das ist natürlich Plastik, ist natürlich klar. Der Duft kostet 39 €. Da haben wir ihn simpel gehalten. Diesmal, ja, nur das Rammstein-Logo drauf und dann war's das. Der Deckel ist natürlich Plastik und ja, ein bisschen schwer. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen nervt hier, auch beim Sprühen, wenn es danach geht. Ja, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. So, und für die Leute, die sich jetzt wundern, was, kein 49ers? Ja, ich bin 49ers und Bills-Fan, ja. Man muss ja auch mal was anderes tragen oder die andere Mannschaft tragen, statt nur die 49ers. Ja, so, jetzt kommen wir aber zu den Duft. Das Ding ist, der Duft ist schon genial, wenn man sich überlegt, dass es ein Drogerieduft ist. Und deswegen habe ich auch diesen Titel gewählt, ist das noch Drogerie? Weil von der Qualität oder wenn ihr den auch in der Luft spürt oder riecht und auch auf der Nase genau, ich rede völlig unsinnigen Quatsch hier. Nein, auf der Haut natürlich. Dann habt ihr einen schönen, fruchtigen Start. Nicht süß, sondern richtig spritzig mit Ingwer und allen schönen Zitrusfrüchten. Also Zitrone, Bergamotte etc. pp. Habt ihr wirklich am Start. So, das klingt schon mal gut. Dann kommt Neroli, schwarze Johannisbeere, Amber, Moschus hinzu. All das habt ihr in diesem Duft. Das hört sich erstmal gut an. So, aber dann denkt man, okay, Drogeriemarkt und all das, wie klingt das? Ist das so ein bisschen plastikmäßig und so? Also dieser Duft, nein, nicht wirklich. Es ist ein richtig schöner, gut ausbalancierter Duft, wirklich. Muss man wirklich so sagen. Der Name passt aber überhaupt nicht. Was ist da ein Kraftstoff? So, da habe ich jetzt, oder da hätte ich mit, ja, so wieder so ein bisschen wirklich hartes, scharfes Zeug gerechnet, aber nicht in was sehr spritzig, frisches, im Endeffekt Büroduft oder Sommerduft oder ein Ganzjahresduft ist dieser Duft. Muss man wirklich so sagen, weil Neroli, Ingwer, Grapefruit, Mandarine, Orange, so, Amber, Moschus, das klingt nicht nach Kraftstoff, also da Kraftstoff, verbranntes Fleisch, verbranntes Holz, Farbe, irgendwas, was auf jeden Fall nach Benzin, also gut, es gibt natürlich schon Benzin, den Ableger und so weiter, aber nee, das haben wir hier nicht. Wir haben einen sehr schönen, kühlen, frischen Sommerduft, der aber das ganze Jahr funktioniert und vor allen Dingen auch im Büro sehr gut funktioniert. So. Also so könnt ihr euch diesen Duft vorstellen. Ich hatte ja eben noch Neroli. Ihr merkt hier, guck mal, das ist so widerlich nervig. Macht doch das hier ab für die Zukunft. Da wird doch bestimmt noch mehr kommen. So. Er hat auch was Grünes, Spritziges. Das Spritzige ist aber der Ingwer, so ein bisschen leicht scharf. Das gefällt mir schon. Ist echt ein wirklich sauberer, cleaner Duft, der wirklich fürs Büro, also da eckt ihr überhaupt nicht mit an. Und ganz ehrlich, das ist ein Duft. Das Ding ist ja, ich sammle das. Ich bin Creator, ich bin Rammstein-Fan der ersten Stunde und ich möchte euch das vorstellen. Das sind 3 Sachen, die eigentlich nur dafür sprechen, den zu kaufen, mehr nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal einen Rammstein-Duft getragen habe. Ja, aber das ist wirklich ein Duft, ich will immer wieder mal tragen. Vergesst das immer, weil ich eben andere Düfte trage. Und den kann man aber wirklich tragen.
Wirklich gut. Die kann man alle gut tragen. Ich sag's nur, für die Leute, die auch nicht so viel Geld ausgeben wollen, ist das natürlich perfekt. Jetzt kommt wieder der kleine Nachteil. Die Haltbarkeit ist wirklich nicht so gut. Hier sind wir wirklich im unteren Teil, nicht im oberen Teil. Also da habt ihr vielleicht 4 Stunden was von. 4, 5 Stunden aufgerundet oder vielleicht bei manchen nur 3 bis 5 Stunden, sagen wir mal so. Das ist der Nachteil. Dann könnte man vielleicht auch sagen, sind 40 € auch vielleicht ein bisschen zu viel. Ich muss schon sagen, für einen Drogerieduft wird es dann so irgendwann zu viel. Man ist ja sogar manchmal bei 49 € und die Rolling Stones, da habe ich ja mal ein Video zu gemacht, katastrophal, da sind wir bei 97 €. Und das ist keine bessere Qualität als Rammstein. Das muss ich sagen und nicht, weil ich ein Rammstein-Fan und bin und ich höre auch die Rolling Stones. Meine Lieblingsband ist die Purple, also mit Rammstein und so. Da gibt's viele. Ich bin in der Szene groß geworden und so weiter, plus Hip-Hop. Das ist aber ein anderes Thema. Aber ich höre eben auch Alt-Rock und so, weil ich es immer schon gehört habe. Schon vor zig Jahren. Und deswegen ist das kein Angriff auf die Stones, aber 97 € und die Qualität fand ich wirklich. Guckt euch gern das Video an. Nicht gut, und das ist hier besser. Hier hinten haben wir auch ein bisschen was drauf, wenn ihr sehen könnt. Das ist das einzige noch, aber sonst ist nichts drauf. Ja, ihr könnt das machen. Kraftstoff, wenn ihr die Reihe so und so habt, holt euch den auf jeden Fall. Da sind jetzt noch 2 Damendüfte rausgekommen. Also da muss ich ehrlich gestehen, die werde ich wahrscheinlich auslassen. Ich weiß, Unisex, manchmal passt das mit den Damendüften auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich Damendüfte sind, weil auf Parfumo steht gern mal Damendüfte und ich habe selbst mit dem Parfümier gesprochen von den alten Rammstein-Düften und da hat er gesagt, nein, das ist Unisex und ich habe das angegeben bei Parfumo und die sind einfach dabei geblieben. Nein, das ist ein Damenduft. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht, aber man kann es machen. So, und das ist auch so ein Thema immer, warum, naja. Aber ja, da ist er auf jeden Fall als Männerduftliste und die anderen als Damendüfte. So. Ich will auch, irgendwann muss auch gut sein. Es wird bestimmt noch mehr kommen und noch mehr. Das ist irgendwann alles too much, so viel und es wiederholt sich. Ich bin der Meinung, schreibt mir gerne in die Kommentare, dass ich den ähnlich auch schon mal in der Rammstein-Sammlung irgendwie hatte. Jedenfalls ist da irgendein Punkt drin, ein Inhaltsstoff oder eine Duft-DNA, ein bisschen die mitschwingt, die schon mal in einem Rammstein-Duft war. Aber es ist auch klar, wenn man so viel Düfte, wenn man schon an die 30 Düfte hat, was will man dann auch irgendwann machen? So, was will man dann auch irgendwann machen, ne? Und ja, hier und das. Also das ist scheiße. Das sage ich so, wie es ist. Das ist absoluter Scheiß. Macht das in Zukunft für alle, die das jetzt bitte hier sehen, die hier irgendwie mit zu tun haben. Macht das ab, bitte. Lasst nur den Deckel, das reicht. Nun habt ihr es natürlich schon gemacht. Im Endeffekt müsst ihr es jetzt so lassen. Aber es ist doch scheiße. Das ist doch absolut, das ist doch Plünn. So, das nervt und ja, auf jeden Fall, ja, sonst ist gut. Ja, es ist ein Duft, der vielleicht Ähnlichkeiten zu manchen Düften hat. Ähnlichkeiten hat. Müsst ihr selber mal sehen. Natürlich sind die so bestimmt irgendwo abgeguckt. Das ist ganz klar, für welchen Duft. Da müsst ihr euch selber entscheiden. Und ja, direkt natürlich nicht. Die haben auch immer ihre Rammstein-DNA noch mit drin und so weiter und so fort. Aber für 39 € kann man das machen, wenn man im Büro nicht auffallen möchte, wenn man was Cleanes haben möchte und so weiter und so fort. Dann kann man diesen Duft auf jeden Fall dort benutzen. Ihr könnt ihn natürlich auch auf dem Bau als Handwerker, als Maler und so weiter auch benutzen, aber dann fällt der überhaupt wahrscheinlich nicht so extrem auf. So, es sei denn, Leute, die gar keinen Duft benutzen, die werden den bestimmt auch riechen, weil die dann ganz anders riechen, als wenn ihr euch jedes Mal und den ganzen Tag vollballert, aber müsst ihr selber sehen. Auf jeden Fall aber trotzdem ein gutes Release und ich muss immer wieder sagen, dass diese Versionen in dieser Dose besser sind. Die anderen sind auch gut, ne? Aber irgendwie haben die haben irgendwie ein bisschen mehr und irgendwas, was die anderen vorher in den anderen Edition nicht hatten, die auch gut waren, wirklich gut, aber für Drogeriedüfte, aber das hat schon, und auch hier das Packaging, das ist die Box hier, das ist einfach schon dick besser, finde ich. So, dann schreibt mal runter, kennt ihr Kraftstoff? Und wenn ihr die anderen kennt, die angeblich, ich weiß es ja nicht, als Damenduft umgehen, da rausgehen und so weiter auf Parfumo, wenn ihr die kennt, sagt mal ein bisschen so, schreibt mal ein bisschen, in welche Richtung die gehen oder was ist das für eine Art Duft, weil die habe ich auch bis jetzt nicht gesehen und eigentlich will ich sehen, wenn es wirklich Damendüfte sind.
auslassen. So, also Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr alle dabei seid und so weiter. Und dann bin ich raus, Freunde.